Und damit sagen wir wieder Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Wunderlich Inside. Ja, ihr seht schon, die Sonne scheint mir ins Gesicht und ich bin extrem dankbar dafür, heute im Lederkombi vor der Kamera zu sitzen. Warum der Lederkombi? Es ist soweit. Wir sind auf der Rennstrecke mit der Wunderlich GmbH und ich würde mal sagen, einer darf nicht fehlen, der sitzt neben mir. Das ist nämlich Frank Hoffmann, der CEO der Firma Wunderlich. Erstmal danke, dass du da bist und zweitens schön, dass du im Lederkombi da bist. Das hat auch einen Grund. Ja, wir wollen ein bisschen Motorrad fahren, wenn wir schon mal im Süden sind, dieses wundervolle Wetter genießen können und dürfen. Ich muss sogar schon, Entschuldigung dafür, in die Sonne so blinzeln, weil sie blendet noch ziemlich, obwohl es schon relativ spät am Tag ist. Ja. Aber zum Motorradfahren ist natürlich Andalusien in dieser Jahreszeit der beste Platz, wo man sein kann als Motorradverrückter. Wir machen das schon eine ganze Zeit, einige Jahre und probieren hier unsere Produkte. Darum geht's. Wir sind natürlich nicht im Urlaub hier, sondern wir sind hier, um Weiterentwicklung zu betreiben. Und diese Weiterentwicklung ist bei der Firma Wunderlich GmbH ganz, ganz oben auf der Liste. Warum? Wir wollen das bestmögliche Produkt bieten. Und aktuell ist natürlich nicht wirklich das perfekte Wetter in Deutschland und die Arbeit darf nicht stillstehen. Somit haben wir die Reise angetreten. Ich bin sehr dankbar, mit dabei sein zu können. Warum habe ich auch ein Lederkombi an? Naja, ich komme so ein bisschen aus dem Motorsport. Dem einen oder anderen ist es vielleicht noch ein Begriff, dass ich der Rennfahrer war, der auch oftmals in die Details gegangen ist, nämlich sich für Fahrwerke interessiert hat, für Entwicklungsteile interessiert hat. Und genau das setzen wir miteinander um. Die Wunderlich GmbH hat eine Hardware, die man sich praktisch einkauft, aber die Abstimmung und die feinen Dinge, also das Bewusstsein mit dem Kunden, was benötigt er auch, und das Wissen in der eigentlichen Entwicklung und Struktur, die bei uns herrscht, die ist halt, ich würde fast sagen, einzigartig, insbesondere wegen der Bandbreite, die wir haben. Und da möchte ich ganz kurz mal vielleicht in den Hintergrund schwenken lassen, denn da stehen eine ganze Menge Motorräder, 6 an der Zahl, die eigentlich alle nichts miteinander zu tun haben, sondern die Range so ein bisschen aufzeigen. Erzähl uns ein bisschen was darüber, denn es ist höchst interessant, was wir hier vorfinden. Also wir haben alle Motorräder, also alle Motorradgattungen dabei, die es gerade aktuell bei uns im Programm gibt. Und wir wollen natürlich nicht nur für supersportliche Straßenmotorräder, sondern unsere Produkte auch auf das Offroad- oder Reise-Enduro-Motorrad, egal welcher Marke, anbieten und ausprobieren. Also bei uns probieren wir nicht am Kunden aus, sondern wir wissen, wenn wir es nachher verkaufen, das ist für uns erstmal die richtige Basis und lassen den Kunden damit nicht alleine. Das Personifizieren ist ja bei uns auch ganz oben auf der Liste und das kann man natürlich nur machen, wenn man aus einem großen Portfolio an Erfahrung schöpfen kann. Drum heute haben wir den Lederkombi an und sind auch schon fleißig auf der Rennstrecke gefahren, um neue Komponenten zu probieren. Morgen geht es dann weiter mit zum Beispiel auch Dirk Thelen, der dann die Entwicklung mitbetreibt, was die Enduro-Geschichte angeht. In Deutschland einer der absoluten Top-Enduro-Fahrer. Das heißt, man möchte auch den Anspruch ans Material sehr, sehr hoch schrauben, damit das sichergestellt ist, dass das funktioniert. Und dann praktisch nach unten hin, und das ist gar nicht abwertend gemeint, sondern praktisch nach unten hin auch die feinsten Materialien verwenden, weil dann ist garantiert, dass nichts passieren kann. Umso höher der Anspruch beim Testen, umso besser ist es im Endeffekt auch in der Entwicklung. Absolut. Du sagst es schon, wir haben mit dir einen Vollprofi-Straßenrennfahrer, der damals schon keine Kompromisse gemacht hat. Ich habe ein relativ hohes Niveau, wenn es um Perfektion geht. Das kombiniert sich hervorragend mit Dirk Thelen, wie du eben schon sagtest. Der ist mehrfacher deutscher Enduro-Meister gewesen. Der fährt mit einer GS beispielsweise im Gelände. Das kann man gar nicht glauben, wenn man das sieht. Also wir testen die Komponenten schon bis hinten gegen, sage ich mal salopp. Und können damit aber auch sicher sein, dass das, was nachher beim Kunden ankommt, die für uns beste Lösung ist. Das Schönste für mich ist eigentlich, wenn man in Grafschaft ist und bei der Wunderlich GmbH so ein bisschen durch die Werkstatt geht, dann ist es sehr zurückhaltend gestaltet, wie man diese Entwicklung vorantreibt, weil man oftmals
gar nicht, und das ist vielleicht auch interessant und dafür haben wir auch diese Rubrik eröffnet, die Hintergründe kennt, wie viele Kilometer eigentlich abgeschrubbt wurden, bevor dann wirklich ein Produkt über die Theke geht. Und aus meiner Sicht ist es sehr bereichernd für eine Firma, dass sich eigentlich die Dinge miteinander befruchten. Das heißt, man lernt manchmal was auf der Adventure-Seite, die verrücktesten Geschichten, Leute, die 200.000 Kilometer Motorrad fahren, wirklich das Material vom Allerfeinsten sein muss, einfach auf die Dauer gesehen. Dann haben wir die Performance-Schiene, wo die kleinsten Kleinigkeiten herausgetestet werden und all das in einen Pott geworfen, bringt im Endeffekt das perfekte Produkt. Jetzt ist es ja so, dass wir die schönen Motorräder hinter uns haben und man eigentlich nichts vermisst, wenn man sie fährt, wenn sie auf der richtigen Art und Weise eingesetzt werden, also in ihrer praktisch so Umgebung, wo sie hin möchten. Wenn du dir jetzt ein Motorrad rauspicken müsstest, was ist im Moment so das, was dich wirklich reizt und wo es so ein bisschen kribbelt in den Fingern? Ich werde oft gefragt, was ich mir für ein Motorrad kaufen würde, wenn ich mir das kaufen müsste. Ja. Es wäre in der Tat im Moment wirklich die S1000 XR. Weil dieses Motorrad, gerade wenn wir das ein bisschen vom Fahrwerk her personalisiert haben, ist das ein Motorrad, mit dem fast alles geht. Das ist sehr, sehr sportlich zu fahren. Man kann damit in den Urlaub fahren, man kann die Feierabendrunde auf unebenen Landstraßen durch die Eifel fahren. Also das ist wirklich ein Allrounder, der mir im Moment, liegt vielleicht auch an meinem gesetzten Alter, am besten gefällt. Gesetzalter ist schön, da muss ich vielleicht mal ein bisschen privat drauf eingehen. Wir sind heute zusammen gefahren und ich kann behaupten, ich weiß, wie man Rennen fährt und ich weiß, wie man schnell auf einer Rennstrecke fährt. Allerdings das Allround-Talent im größten Paket, das sitzt neben mir, denn wir sind heute XR auf der Rennstrecke gefahren. Wir haben das Motorrad schnell bewegt. Es ist erstaunlich, wie flott es geht, wie schön dieser Grenzbereich zu spüren ist. Selbst mit Straßenreifen? Mit Straßenreifen, ganz genau. Also es wird jetzt auch nicht irgendwie getrickst, dass man dann sagt, ja, jetzt machen wir hier Slicks drauf und dann gucken wir mal und dann wird das schon irgendwie funktionieren. Sondern das Motorrad ist im maximalen Einsatz und am Abend geht es dann halt Richtung Hotel mit dem Motorrad, was man den ganzen Tag getestet hat, und es wird weiter auf der Rennstrecke bewegt. Das ist genau das, was euch eigentlich auch bewegt und wahrscheinlich dann zufriedenstellt, wenn dieses Produkt all das abdeckt. Vielleicht sollte man auch sagen, warum wir überhaupt auf der Rennstrecke fahren. Das ist ganz einfach erklärt, das ist ein Sicherheitsaspekt. Ja. Also natürlich können wir auch hergehen und können irgendwo durch die Walachei donnern, aber das machen wir nicht, weil wir gehen schon an Grenzen heran, noch manchmal über die Grenze hinweg, da geht auch schon mal was kaputt, aber das geht halt nirgendwo sicherer als auf einer Rennstrecke. Genau, und eigentlich ist es das, was den Reiz ausmacht, nämlich für euch an die Grenzen zu gehen, etwas zu bieten, womit man selber hochzufrieden ist und dann zu wissen, dass alles, was im Reglement ist, möchte ich mal sagen, der Straßenverkehrsordnung, mit Sicherheit abgedeckt ist in Sachen Komfort auf der einen Seite, aber natürlich auch der Sportlichkeit, die nicht fehlen darf, und vielleicht auch mal bei einer GS, die dann maximal beladen ist, nicht die Federelemente eben überfordert sind und eigentlich das Motorradfahren dementsprechend drunter leidet, nämlich dass es nicht mehr genau dahin fährt, wo man hin möchte. Wie immer möchte ich eigentlich nur darauf hinweisen, dass ihr unten in der Videobeschreibung alle möglichen Links noch findet, die euch interessieren könnten. Deswegen klickt da einfach mal durch und fragt nach. Wir bei der Wunderlich GmbH sind dankbar für jeden Anruf und für jede Frage, die euch auf dem Herzen liegt. Und ich weiß auch, dass ein Frank Hoffmann extrem viel zu tun hat, sich dem aber immer wieder gerne annimmt. Natürlich. Und ja. Aber wir haben natürlich auch in allen Bereichen Spezialisten, auch am Telefon. Selbst unsere Fahrwerksleute, bleiben wir einfach bei dem Thema, sind natürlich auch nicht nur bereit, wenn man was kauft, einen guten Tipp zu sagen und zu geben, sondern für jede Frage und Antwort bereit, ganz klar. So. Und wenn ihr uns persönlich kennenlernen wollt, dann kommt ihr einfach in Grafschaft vorbei, besucht uns. Und für uns ist es eigentlich nur an der Zeit zu sagen, Chapeau, danke fürs Einschalten. Und diese Zeit, die wir jetzt hier noch haben, die ist genauso für euch im vollen Genuss dann hinterher zu spüren, wenn ihr auf der Straße die wunderlichen Komponenten fahrt. In diesem Sinne. Und natürlich auch nochmal von meiner Seite der Aufruf, kommt gerne in die Grafschaft. Ja.
Kaffee, Kuchen nicht, aber Pommes und Currywurst ist immer da. Und wir würden uns natürlich und freuen uns über jeden Besuch. Also, bis dann, habt eine gute Zeit.